Ja, das ist wieder Musculus. Heute mit dem Folgentitel Neugeborenen-Screening. Was das ist, erklärt uns unser heutiger Experte, Dr. Wolfgang Müller-Felber. Herzlich willkommen. Ja, grüß Gott. Dann darf ich gleich zur ersten Frage kommen. Was ist denn ein Neugeborenen-Screening und wie funktioniert es? Also ganz allgemein ist eine Untersuchung, die man beim Neugeborenen durchführt, um mögliche behandelbare Erkrankungen noch vor Ausbruch von einer Erkrankung zu erfassen. Das heißt, es ist eine Massenuntersuchung, bei der so gut wie alle neugeborenen Kinder gescreent werden. Man kriegt aus der Neugeborenen-Untersuchung keine Diagnose, sondern man schaut nur danach, ob der Verdacht auf mögliche Erkrankungen besteht. Das Neugeborenen-Screening an sich ist eine Untersuchung, bei der in den ersten Lebenstagen des Kindes, in der Regel aus der Ferse, ein paar Blutstropfen entnommen werden. Die werden auf eine sogenannte Filterkarte getropft. Und aus diesem ganz, ganz wenigen Material, das man da gewinnen kann man dann eine Vielzahl von Laboruntersuchungen machen. Auf welche Krankheiten wird denn getestet und ist das in jedem Land gleich? Das Spektrum der Erkrankungen, die im Neugeborenen-Screening erfasst werden, ist von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt in der Regel in allen Ländern Kommissionen, die festlegen, welche Erkrankungen tatsächlich die Voraussetzungen erfüllen, dass sie im Neugeborenenalter bereits getestet werden sollen. Damit schwankt die Zahl der Erkrankungen je nach Land zwischen 1, 2, 3 Erkrankungen bis zu 40, 50 Erkrankungen, die getestet werden. Können Sie uns vielleicht einen kurzen historischen Abriss zum Thema Neugeborenen-Screening geben? Naja, insgesamt die Anfänge des Neugeborenen-Screenings gehen zurück in die 60er Jahre, als ein gewisser Herr Guthrie, dessen Kind eine geistige Behinderung hatte, zusammen mit einem anderen Kollegen einen Test entwickelt hat, um eine der häufigsten Ursachen der geistigen Behinderung im Kindesalter möglicherweise schon vor Ausbruch der Erkrankung zu diagnostizieren. Und das war der Anfang des Screenings auf die sogenannte Phenylketonurie. Dieser Test ist dann in den 60er Jahren erst in den USA ausgerollt worden und dann so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre auch in Europa. Im Laufe der Jahre sind dann immer mehr Untersuchungen dazugekommen, weil einfach andere Erkrankungen zusätzlich durch diese paar Blutstropfen diagnostiziert werden konnten, sodass wir, wie gesagt, jetzt bei ungefähr 30 bis 40 verschiedenen Erkrankungen sind, die im Neugeborenen-Screening getestet werden. Welche Voraussetzungen muss eine Erkrankung haben, damit sie ins Neugeborenen-Screening aufgenommen wird? Also die Voraussetzungen sind ziemlich klar strukturiert. Man hat da vor langen Jahren schon, haben zwei Leute, Herr Wilson und Herr Jungner, haben Kriterien festgelegt, nach denen ein Neugeborenen-Screening zulässig ist. Das heißt, die erste wesentliche Voraussetzung ist, die Erkrankung ist behandelbar. Die zweite wesentliche Voraussetzung ist, dass eine frühe Behandlung gegenüber einer späten Behandlung einen klaren Vorteil bringt. Das heißt, es muss wirklich was sein, wo es kritisch ist, dass man die Kinder bereits kurz nach der Geburt diagnostiziert. Die nächste Voraussetzung ist, dass man den Verlauf der Erkrankung kennt, also dass man wirklich abschätzen kann, ja, wie läuft üblicherweise die Erkrankung, dass man für das individuelle Kind, bei dem vielleicht der Verdacht besteht, auch ungefähr vorhersagen kann, mit was müssen wir rechnen, wenn wir nicht behandeln. Dann ist natürlich noch eine Grundvoraussetzung, dass auch ein solides Testsystem da ist, das möglichst wenige sogenannte Falsch-Positive hat, also Kinder erfasst, die in Wirklichkeit gesund sind, aber umgekehrt natürlich auch Kinder, die die Erkrankung haben, möglichst nicht übersieht oder möglichst nur sehr wenige Kinder übersieht. Und schließlich muss natürlich auch das Ganze noch was sein, was finanzierbar ist, sowohl was die Kosten des Tests betrifft, als auch die Kosten von der möglichen Therapie. Neugeborenen-Screening klingt nach einer guten Chance für die Früherkennung von seltenen Erkrankungen. Gibt es eigentlich auch negative Seiten des Neugeborenen-Screenings? Naja, wir müssen immer damit rechnen, dass wir Dinge diagnostizieren, die für die Familie dann auch sehr, sehr belastend sein können. Das heißt, selbst in dem Fall, dass am Schluss sich der Verdacht
gar nicht bestätigt, müssen wir damit rechnen, dass die Familie psychisch massiv belastet ist, dass das Umgehen der Familie mit dem Kind sich dadurch ändert, dass die Familie mehr Sorgen hat, genauer auf das Kind schaut, noch mehr zu Helikoptereltern werden. Das heißt, wir haben da schon diese Risiken. Wir haben unter Umständen, wenn es positiv ist, wissen wir, also positiv bedeutet, dass der Verdacht sich erhärtet, also fürs Kind nicht nur positiv, haben wir natürlich die Situation, dass dieses Kind die Diagnose dann, die sich möglicherweise daraus ergibt, ins ganze Leben mitnimmt. Bedeutet natürlich auch für Versicherungen, für andere Entscheidungen des normalen Lebens, dass da vielleicht die eine oder andere Hürde dann auch für die Familie da ist. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass alles, was wir nachkontrollieren müssen, auch mit dem Aufwand fürs Gesamtsystem, fürs Gesundheitssystem verbunden ist. Also es ist neben der individuellen Belastung für die Familie, fürs Kind, ist auf der anderen Seite natürlich auch die Belastung des Sozialsystems, weil wir unter Umständen auch Untersuchungen machen müssen, die vielleicht auch sonst unnötig wären. Wenn es durch das Screening ein Verdacht entsteht, wo wendet man sich dann am besten hin? Es hängt jetzt ganz allgemein beim Neugeborenen-Screening davon ab, um welche Erkrankung es geht. Also bei manchen wird ein Stoffwechseltest dann noch wiederholt, bei anderen wird der Gentest gemacht und manchmal muss man zusätzlich zum Gentest noch irgendwelche die Krankheit verändernden Faktoren nachschauen. Und es ist wichtig, dass diese Aufarbeitung, also dieses Ausräumen oder Nachweisen, sehr, sehr zeitnah erfolgt. Weil es macht natürlich keinen Sinn, dass ich ein Neugeborenes screene und dann nachher Monate vergehen, bis der Verdacht ausgeräumt wird. Das heißt, da ist dann tatsächlich ein sehr, sehr enges Zusammenarbeiten verschiedener Beteiligter notwendig, damit man zeitnah, das heißt tatsächlich innerhalb weniger Tage bis spätestens weniger Wochen, aber eher weniger Tage, die Entscheidung treffen kann, ob das Kind überhaupt krank ist oder nicht und welche therapeutischen Konsequenzen getroffen werden müssen und natürlich auch, wenn notwendig, dass die Therapie dann zeitnah eingeleitet wird. Gibt es ethische Bedenken beim Neugeborenen-Screening? Die Frage, ob ein Neugeborenen-Screening ethisch gerechtfertigt ist, wird spätestens beim Versuch, so ein Neugeborenen-Screening als allgemeines Screening zuzulassen, von den Behörden gestellt. Das heißt, man muss wirklich beantworten können, dass der Nutzen für den Patienten, der potenzielle Nutzen für den Patienten, größer ist als der Schaden, der durch diese Dinge, die wir schon besprochen haben, also Verunsicherung der Eltern, Verunsicherung der Familie und so weiter, die man dadurch hervorruft. Und da muss ein Verhältnis da sein, dass einfach der Nutzen den Schaden eindeutig überwiegt. So, jetzt wird irgendwo getestet und dieser Test fällt positiv aus, was schlecht ist. Wer überbringt dann diese schlechte Nachricht oder kommt die einfach mit der Post? Die Abläufe, wer dann die Familie verständigt, hängt letztlich sehr stark von lokalen Gegebenheiten ab, beziehungsweise von juristischen Vorbedingungen, die von Land zu Land verschieden sind, die möglicherweise in Österreich anders sind wie in Deutschland, die in Deutschland zum Teil auch innerhalb von Bundesländern unterschiedlich sind. In einer idealen Welt wäre der vernünftigste Weg, dass ein Expertenzentrum primär die Familie kontaktiert, weil damit von Haus aus sehr viel Unsicherheit vermieden werden kann, weil man die Familie wirklich sachgerecht informieren kann, ohne falsche Ängste zu wecken, aber auch ohne falsche Hoffnungen zu wecken, weil die weiteren Abläufe dann relativ klar strukturiert werden können und weil die Familie dann auch den möglicherweise zukünftigen Behandler von Anfang an schon kennt und man da tatsächlich ein vernünftiges Verhältnis aufbauen kann. Es kann aber auch sein, dass der Hausarzt, der Kinderarzt, der Geburtshelfer die Familie benachrichtigt. Und da wäre es sicherlich ratsam, dass der das macht, sich mit dem Screeningzentrum in Verbindung setzt, die üblicherweise die Abläufe ganz gut kennen und die unter Umständen dann auch behilflich sein können in der Beratung und behilflich sein können, wie man an diese Sache rangeht. In der Praxis muss auf jeden Fall der das Screening auf den Weg gebracht hat, also häufig der Geburtshelfer, muss das Ergebnis kriegen. Und es muss sichergestellt werden, und da gibt es auch verschiedene Mechanismen, je nach Land, dass tatsächlich der Geburtshelfer dieses Ergebnis auch bekommen hat, weil natürlich eine große Sorge ist, dass ein möglicherweise behandlungsbedürftiger Befund durch die Lappen geht.
Und deshalb muss tatsächlich eine enge Rückkopplung sein zwischen dem, der den Befund bekommt, und dem Screeningzentrum, damit auch sichergestellt ist, dass die Familie informiert worden ist. Würden Sie unterm Strich sagen, Neugeborenen-Screening macht Sinn? Das ist wie mit allen allgemeinen Aussagen, die sind richtig und falsch. Es kommt auf die Krankheit an. Es gibt einige Krankheiten, wo es ganz klar einen Sinn macht. Also zum Beispiel bei der spinalen Muskelatrophie haben wir natürlich, seit wir das Neugeborenen-Screening durchführen, dramatisch andere Ergebnisse als früher. Während die Kinder früher schwerst krank waren, haben wir heute sehr, sehr viele Kinder, die entweder keine Symptome haben oder zumindest einen deutlich milderen Verlauf haben. Also da ist ganz klar. Bei anderen Erkrankungen ist es nicht so klar. Das heißt, man muss das wirklich immer von Fall zu Fall anschauen. Man muss von Fall zu Fall dann unter Umständen auch erst Pilotprojekte machen, dass man wirklich sieht, ja, erfüllt es da die Erwartungen, und dann versuchen, das in ein allgemeines Screening einbringen zu können. Dann sage ich noch herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren und Musculus unterstützen, und liebe Grüße nach München. Dankeschön. Ja, und somit ist auch diese Folge von Musculus beendet. Informationen wie immer in der Infobox oder auf unserer Homepage www.muskelforschung.at. Denken Sie an ein Gefällt mir oder ein Abo unseres Kanals, und denken Sie immer dran, Wissen hilft.